Herzlich willkommen in unserem Heimgarten. Kommen Sie einfach mit und schauen Sie sich an. Bitte. Mein Name ist Zechner, ich bin seit 11 Jahren ein Gartenbesitzer. Ich bin seit 2 Jahren Obmann hier in diesem Verein, war vorher Berufsfeuerwehrmann und versuche für die Gemeinschaft möglichst viel zu machen. Hallo? Der Heimgarten Steinfeld ist ein Naherholungszentrum. Wir sind da mitten in diesem Gebiet, wo sehr viel gebaut wird. Also die Reininghausgründe, da stehen ja Zehntausende von Wohnungen. Und da gibt es eine Möglichkeit, viele Leute haben natürlich nur eine Wohnung und einen Balkon maximal, dass sie rausgehen können. Ich sehe das einfach als sozialen Treffpunkt und als Nahtstelle zwischen den einzelnen Generationen und Kulturen. Und das ist eigentlich das, was es ist. Für mich nur in Wohnung ist wie ein Gefängnis zwischen 4 Wänden. Ich bin da aufgewachsen und das ist halt vielleicht ganz was anderes, wenn man hier aufwächst. Was will man mehr? Die nächsten 10, 15 Jahre noch so, dann passt es. Die Wartezeit ist 2, 3 Jahre schon. Schwierig, dass du einen Garten bekommst. Wenn man die Angaben ansieht von den Bewerbern, da sieht man sehr gut, was die Menschen suchen. Ja, und habe dann irgendwie eines Tages so überlegt, was fehlt mir noch im Leben? Und das war immer irgendwie dieser offene Heimgartenwunsch. Mir ist wichtig, dass sie weiß, wo das Gemüse herkommt. Ich habe es eigentlich schön gefunden, so auch die Vorstellung, dass der Tieren in seiner Kindheit einen Ort hat, der so relativ low-tech ist. Also ohne fließendes Wasser, ohne Strom. Ich weiß, was ich gesetzt habe und ich weiß, was ich bekommen habe. Und das ist halt total schön. Die Welt wird immer schlechter. Und der Garten ist wunderschön, das ist ein Ausgleich. Und das kann dir keiner wegnehmen, weil das gehört dir. Und was Besseres gibt es nicht. Wenn er sich abschotten möchte, dann soll er sich keinen Garten nehmen. Das heißt, das sollte man schon mitbringen, das Wollen, das Kommunizieren wollen oder das Interagieren wollen. Früher hat dann jedes Mädchen am Abend zu jeder Nachtzeit durch Graz gehen, ohne dass sie belästigt worden ist. Heute trauen sich viele Frauen am Abend nicht mehr auf die Straße. Warum? Der Überschwung an Ausländern muss man haben. Die Familie ist die, was du hast. Die kannst du nicht auswählen. Die sind die, welche sind. Aber mit wem man einen Kaffee trinkt oder eine Kommission gestaltet oder irgendwas unternimmt, den sucht man selber. Die bringen uns um. Die zerstören unser ganzes Leben. Und werden natürlich noch bei uns gut bezahlt. Ne? Jeder braucht ein Zuhause. Das ist das, wo man sich wohlfühlt, wo man hinkommen kann, wo man ankommt, wo man seine Ruhe hat. Weil zu Hause sollte es eigentlich keine Anforderungen geben. Wir kennen den Gary ja eben seit ich klein war und jetzt bin ich Nachbar von ihm. Ja, der Adi ist gestorben, der Fred ist gestorben, der Koch ist gestorben, der Kohl ist gestorben. Ich bin der einzige Alte. Ich kenne meine Frau seit 51 Jahren. Und das ist Liebe für immer. Schau, siehst du das? Das ganze Leben. Ja. Ich glaube schon, also, dass wir eine tolle Gemeinschaft haben. Einer allein kann nichts. Man braucht immer jemand dazu noch. Und zum Beispiel bei diesem Fest brauche ich eben circa 30 Leute, die da helfen, damit es funktioniert. Ich kann nicht bei der Kasse sitzen, das Bier runterlassen und die Mehlspeis bringen und dann noch das Geschirr abwaschen. Das wird mir alleine nicht gelingen. Richtig cool. Also ich bin wahnsinnig gerne da. Ich würde am liebsten jede Sekunde da verbringen eigentlich, aber geht halt leider nicht. Eine Gruppe von meiner Freundin, die Tochter bis 55 hat sie normal gelebt. Dann wurde sie Veganerin und heute ist sie nur mehr krank. Und das, wenn man das sich bewusst ist, ich gebe und ich bekomme oder ich werde bekommen, das ist der Gesellschaftsvertrag.
Was ist für mich, und das ist die Betonung eben, der Sinn des Lebens? Was sagst du? Schwere Frage. Sinn? Was ist Sinn? Ich werde euch sagen, Man soll leicht sterben können. Man soll im letzten Augenblick nicht draufkommen, was hätte ich anders machen müssen. Ich hätte mit meinem Sohn nicht streiten sollen oder ich hätte das nicht machen sollen. Und ich kann dann irgendwann einmal, wenn ich meine Augen schließe, sagen, eigentlich, ich habe viel Gutes gemacht und ich brauche nichts bereuen. Und das ist mein Sinn des Lebens, aber das muss jeder für sich selbst finden.